Hi und herzlich willkommen zu meinem ultimativen Doll Collector Guide. Ich musste selber nochmal überlegen, wie ich das genannt habe. Ja, wegen der Ringleuchte ist leider, sieht man das hier zwischendurch, aber anders kann ich die Belichtung nicht machen und ich möchte euch nachher noch ein paar Puppen zeigen, die ich habe und andere Sachen, die ich sammle und deswegen brauchen wir leider die Beleuchtung. Ich gucke einfach so die ganze Zeit, dann geht das. Habe ich ein paar Tipps für euch. Also 5 Tipps habe ich insgesamt. Nummer 6 ist ja von mir ein gut gemeinter Rat. Also an 7. Stelle ist so, warum sammle ich Puppen? Also was bringt mir das? Dann zeige ich euch einmal mein kleines süßes Regal, weil ich sammle noch nicht so lange, aber das erzähle ich gleich. Ja, das ist so das, was auf dem Programm steht. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Mein erster Tipp ist wirklich Platz. Also, ich habe gesehen, dass einige riesige Puppenzimmer haben und nicht jeder hat so viel Platz, dass er ein eigenes Puppenzimmer zur Verfügung hat. Deswegen zeige ich euch, wie gesagt, nachher mal mein Regal, was ich habe. Die meisten haben Billigregale, die sind halt so 2,20 Meter hoch. Ich wohne im Altbau, ich könnte es hier stellen. Aber ich muss sagen, ich war erstmal zu geizig, weil ein Billigregal kostet 50 Euro. Dieses Standard 2,20 Meter, ich weiß nicht, 50 oder 60 breit. Und ja, das kostet halt 50 Euro und das wollte ich halt noch nicht ausgeben. Deswegen habe ich mich für eine günstigere Variante entschieden, auch von Ikea. Auf jeden Fall hatte mein Regal 29 Euro gekostet und keine 50 Euro. Es ist aber dann auch nur 1,80 Meter hoch. Bei Ikea gibt es auch noch Glasvitrinen. Ich glaube, die fangen so bei 60, 70 Euro an. Wenn man mit Beleuchtung haben möchte, ist irgendwie 10 Euro mehr. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Also das ist jetzt die günstigere Variante. Es gibt natürlich noch eine noch teurere Glasvitrine. Aber ich will jetzt nicht nur Werbung für Ikea machen. Wahrscheinlich gibt es auch woanders Regale und so. Aber das ist halt eben das, was ich gefunden habe. Und wie gesagt, dafür ist ja die Kommentarfunktion auch da. Vielleicht gucken sich das ja auch noch andere Sammler an. Ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare unten dann noch Tipps schreiben, die ich vielleicht hier vergesse oder wo ihr günstig Regale herbekommen habt oder bei den Monster High Puppen zum Beispiel, da sind fast nie Puppenständer mit bei. Die kann man, weiß nicht, auf einen 3D-Drucker drucken lassen oder bei Amazon günstig bestellen. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Tipps von anderen Sammlern. Also es geht jetzt nicht nur um Puppen, sondern allgemein einfach um Sammeln. Also in diesem Fall halt, in diesem Video geht es um Puppen. Aber das kann man wahrscheinlich auch auf andere Sachen, die man sammelt, halt übertragen. Ja, es gibt noch diese einzelnen Regale bei Ikea. Ich glaube, die meisten werden zu Ikea fahren. Es gibt ja diese Regale, diese einzelnen Regalbretter für Bücher oder für Bilderrahmen. Aber da kann man auch, weil ich habe jetzt mir ein paar Bilder angeguckt, da standen auch Wasserglas und sowas drauf und ich habe das auch bei einigen gesehen, deine Puppen halt eben draufstellen, weil die passen genau mit dem Ständer so da drauf, da ist noch ein bisschen Luft vorne und hinten, aber die kannst du nicht hintereinander stellen, das heißt in einer Reihe so und dann hast du halt eben eine Front so mit deinen Puppen oder mit anderen Sachen, die du ausstellen möchtest und da verschwindet nichts dahinter und du kannst es halt eben irgendwo an deiner Wand anbringen, wenn du jetzt keinen Platz hast, ein Regal zu stellen. Also das werde ich auch auf jeden Fall noch unten verlinken. Wenn du aber dir das alles nicht neu kaufen möchtest, sondern sagen wir mal ein bisschen was sparen möchtest, dann kann ich dir empfehlen, dass du bei eBay Kleinanzeigen guckst. Und was ich manchmal mache, bei WhatsApp und dann einfach in Status schreiben, hat jemand ein Billigregal günstig abzugeben oder hat jemand ein Kallax-Regal. Kallax finde ich jetzt nicht so gut, weil Kallax ist so tief, aber wenn man das gut findet, dann kann man auch Kallax-Regale nehmen oder irgendwelche Regalbretter oder sowas. Der nächste Punkt, der auf meiner Liste steht, ist Zeit. Also es kostet halt Zeit natürlich, weil man guckt natürlich immer,
ja, gibt es bald neue Puppen. Man möchte ja auch up-to-date sein. Man möchte nichts verpassen. Also bei mir persönlich zum Beispiel ist es so, ich habe ja letztes Jahr mit Monster High angefangen und jetzt so nach und nach sieht man denn so, was es für Puppen schon gegeben hat. Und zum Beispiel die Scolecta Rochelle. So, Rochelle, die fand ich so schön. Ja, kostet jetzt 400 Euro, ne? Hat mal 90 gekostet oder $90, nicht Euro, glaube ich. So, ist halt, ja, kriegst jetzt nur noch gebraucht und kostet jetzt 400. Dann hätte ich eigentlich gerne noch Jack und Sally von Nightmare Before Christmas. Die waren ja in so einem Doppelpack, also als Pärchen halt eben eingepackt, auch eine Scolecta. Ja, kostet auch 350, ist glaube ich so das günstigste, was ich gesehen habe. Also mehr eigentlich eher weiter aufwärts, ne? So, und wenn man das irgendwie nicht mehr verpassen möchte, so eine, ich sag mal, coole Puppe, versucht man halt immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und jetzt hatte ich auch gesehen, es kommt wahrscheinlich im August eine Scolecta nochmal raus, die Corpse Bride Emily. Und es kam aber dieses Jahr auch noch, es kam ja die Venus, die ist ja jetzt rausgekommen, die kann man, glaube ich, immer noch bestellen. Und es soll auch noch mal Beetlejuice rauskommen. Beetlejuice hat mir nicht so gut gefallen, die Bilder, die ich jetzt gesehen hatte. Und die Venus hat mir auch nicht gefallen. Was ich euch empfehlen kann, damit ihr up-to-date bleibt. Ich bin zum Beispiel in Facebook-Gruppen, bei TikTok noch gucken oder vielleicht sogar bei Instagram oder bei YouTube einen Kanal abonnieren. Also ich versuche immer up-to-date zu sein. Ich gucke mir die amerikanischen Kanäle an, weil man muss sagen, die Amerikaner kriegen die Infos meistens vor uns, die kriegen die Puppen vor uns und die kriegen Puppen, die bei uns überhaupt gar nicht rauskommen. Und das gucke ich mir dann immer an, versuche ich euch einen Short daraus zu basteln, damit ihr kurz und knapp die neuesten Infos habt, damit wir schnell up-to-date sind, weil so ein Video schneiden dauert viel länger, als jetzt kurz mal ein Short zu machen mit ein paar Bildern und ein paar Infos, ne? Die Hersteller. Ihr könnt euch bei einigen Herstellern direkt anmelden und Newsletter natürlich abonnieren. Mattel hat zum Beispiel so ein eigenes Mattel Creation, heißt es, glaube ich, die Seite. Da könnt ihr euch anmelden. Ich bin der Meinung, die Mitgliedschaft kostet 10 Euro im Jahr. Das heißt, jetzt einen Tag bevor die für alle erscheint, erscheint sie einmal für die Mitglieder. Und ihr habt dann eine Chance, die euch zu bestellen. Und dann am nächsten Tag, wenn sie für alle bestellbar ist, habt ihr nochmal die Chance, die dann zu bestellen. Also da müsst ihr halt eben gucken, ob ihr das ausgeben wollt oder nicht. Bei anderen Herstellern weiß ich das jetzt nicht, ob MGA das auch macht. Da habe ich mich jetzt noch nicht so drüber erkundigt, aber vielleicht könnt ihr das ja in die Kommentare schreiben. Vielleicht haben da einige ja Ahnung, wo man sich überall anmelden kann, damit man da auch up-to-date ist. Und ja, das waren jetzt so meine Tipps zu dem Up-to-Date-Sein, wo man sich überall anmelden kann. Und achso, es gibt noch Internetseiten. So, mein dritter Punkt ist Geld. Natürlich, die Puppen kriegt man nicht umsonst. Und zwar gucke ich gerne bei Smith Toys, Müller, Rossmann, Action, Amazon. Bei Amazon muss ich sagen, ich stelle Amazon das Land öfters mal auf Vereinigte Staaten und auf Dollar, die Währung, um einfach zu gucken, was die Amerikaner halt eben haben bei ihrem Amazon. Und ob das vielleicht günstiger ist, wenn ich es da bestelle, trotz Verschiffungsgebühren und trotz des Einpackens noch, was man extra bezahlen muss, kann man da manchmal günstiger Puppen bekommen. Es werden noch nicht alle nach Deutschland geschickt, aber das wird immer im roten Text angezeigt, dann kann man es auch gar nicht bestellen, also da kann nichts schief gehen. Wenn du das halt eben die Sachen in deinen Einkaufswagen tust, steht da natürlich noch alles Dollar und so. Nachher am Ende, wenn er dann die Verschiffung und alles zusammengerechnet hat, kannst du noch auf Euro umrechnen klicken und dann kannst du anklicken, ob du jetzt in Dollar bezahlen willst oder in Euro bezahlen willst. Also weißt du nachher, wie viel das kostet und dann kannst du noch mal vergleichen.
Ja, bei eBay kann man noch gucken, bei Vinted und bei eBay Kleinanzeigen. Natürlich in den Gruppen, wo du angemeldet bist, sowieso schon, um deine Infos zu holen. Da kriegt man auch Puppen gebraucht. Ja, das ist so. Oder ich würde sagen, wieder bei WhatsApp, wenn einem das nicht stört, dass die anderen wissen, dass man Puppen sammelt, könnte man vielleicht sogar schreiben, hey, ne, ich sammle Monster High oder ich sammle Rainbow High Puppen, haben eure Kinder was abzugeben oder sowas, ne? So, vielleicht ist da ja manchmal was mit bei. Bei Rossmann und bei Müller muss ich sagen, da sind die Puppen meistens verhältnismäßig teuer. Also Amazon und Smith Toys sind meistens so günstig, also oder günstiger. Bei eBay Kleinanzeigen kommt natürlich drauf an. Wenn es ein Sammlerstück ist, ist es teurer. Dann kriegt man es manchmal neu, ja, günstiger, als wenn man es jetzt da bei jemandem kauft. Zum Beispiel hatte ich jetzt die hier, die Rainbow High Clementine. Ich glaube, die anderen haben 25, sie hat 23 Euro gekostet oder irgendwie so ein Quatsch. So, und dann habe ich sie mitgenommen und jetzt gucke ich bei eBay Kleinanzeigen. Die wird für 40 Euro verscherbelt, obwohl sie bei Smith Toys noch für 25 Euro ganz normal gelistet ist und auch da im Regal steht. Ich war jetzt letztens da, also ihr müsst die nicht für 40, 50 Euro kaufen. Dann und die Sunny, die habe ich beide auch bei Smith Toys gekauft für 50 Euro, das Doppelpack. Wenn ich jetzt bei eBay Kleinanzeigen gucke, sind die für 60, 70 Euro drin. Und wenn ich sie bei Amazon bestellen würde, müsste ich auch 70 Euro bezahlen. Also in dem Fall war jetzt Smith Toys ein bisschen günstiger. Und wo ich einen richtigen Schnapper gemacht habe, hoffe ich jedenfalls, weil ich habe sehr viel verglichen und ich hoffe, ich habe nichts übersehen, ist diese hier, die packe ich noch mit euch aus. Und zwar ist das die Robin Sterling. Das ist so eine Sonderedition. Das ist vom Kostümball. Und ich habe gedacht, das passt jetzt ja, bald ist ja bei uns Fasching. Ich habe die bei Amazon aus Amerika bestellt. Die hat mich 55 Euro gekostet. Original verpackt. Da ist nichts mit. Der Karton ist ein bisschen angeditscht, kommt halt aus Amerika, wurde ja hier rüber verschifft. Ja, und ich habe bei eBay geguckt. Bei eBay hätte sie original verpackt so an die 150 Euro gekostet und nochmal 36 Euro Verschiffungsgebühren, weil sie ausgepackt und keine Ahnung, Accessoires fehlen oder so, weiß ich nicht, für 60 Euro. Und dann habe ich gedacht, da kann ich auch für 55 Euro mir die neue holen. Ich habe mir noch eine mit einem Kostüm bestellt und zwar die Lola. Ich weiß nicht, ob man Wild sagt oder Wilde. Auf jeden Fall hatte ich mir die noch bestellt. Die wird auch diesen Monat noch ankommen. Und ja, da freue ich mich drauf. Auf jeden Fall, wenn die auch noch da ist. Ich habe noch einen weiteren Tipp für euch, um Geld zu sparen. Lasst euch Gutscheine schenken. Lasst euch Gutscheine von Smith Toys, von Amazon schenken. Und in der Regel laufen die ja eigentlich nicht ab. Und wenn dann wieder eine Puppe rauskommt, die ihr gerne haben möchtet, dann könnt ihr euren Gutschein halt eben dafür ausgeben. Dann habt ihr halt eben selber kein Geld ausgegeben. Der vierte Punkt, Pflege. Ja, Puppen brauchen auch Pflege. Man packt sie nicht einfach nur aus und stellt sie ins Regal und denkt, ach Wunder, sind die schön. Nein. Und zwar gibt es so Puppen, so wie, ich nehme noch mal die Clementine. Die haben hier unten, ich weiß nicht, ob man das hört. Oder man sieht es vielleicht auch. Die haben hier so, ja, die sind so, haben so crunchige Haare. Hier meine Pinky James ist auch so. Die haben so crunchy Haare, sagen wir dazu. Die muss ich sagen, man sieht ja, wie die so fallen. Die habe ich schon einmal gewaschen. Ich nehme dafür immer von DM das Babybalsam, Kopf bis Fuß, ultrasensitiv. Da ist kein Parfüm und nichts drin. Das habe ich einfach genommen. Dann habe ich die Haare so in ja, lauwarmem Wasser ein bisschen einweichen lassen. Wasser oder kaltes Wasser, wenn ihr das mögt. Aber bloß kein heißes Wasser, weil wir müssen überlegen, die Haare sind halt eben ja aus Kunststoff oder Kunstmaterial. Ich kann es nicht empfehlen. Und dann... ja, dann fallen die halt so schön, ne? Die Sunny, die Haare,
Die sind einfach hart, die sind so. Aber ich muss sagen, die wasche ich nicht, weil diese Frisur hier hinten, die ist super aufwendig und hier vorne mit den Spangen und so, das ist so aufwendig. Wenn ich das einmal auseinandergepult habe, das kriege ich nie wieder so hin. Und genauso bei der Luna, die beiden Dinge habe ich zugelassen, aber hier hinten, das habe ich gewaschen. Das ist super weich jetzt, die kann man durchkämmen und das sieht richtig schön aus. Man könnte natürlich mit Styling-Produkten und viele nehmen ja Strohhalme, damit könnte man nochmal neue Locken machen und sowas, dann sieht das noch cooler aus, aber ich bin so eigentlich ganz zufrieden. Vielleicht mache ich das irgendwann noch, aber ja, da kommen wir schon zum nächsten Thema. Wenn ihr neue Frisuren macht, fotografiert das bitte vorher ab, bevor ihr die Haare aufmacht, weil mein Fehler ist gewesen, das zeige ich euch hier bei Draculaura. Ich hoffe, man sieht es nicht mehr so doll. Das ist die Draculaura, das ist die Creep Over. Das ist meine ersten, See und Kate, die habe ich zusammen gekauft. Und hier diese beiden kleinen Knödel, ne? Der eine ist ein bisschen schief. Die habe ich aufgemacht und ich habe es nicht vorher abfotografiert. Ich habe natürlich dann im Internet noch Bilder gefunden, wie es ausgesehen hat. Und ich habe ihre Haare gewaschen. Und ey, ich musste, ohne Quatsch, ja, ich musste bestimmt 6, 7 Mal. Ich habe dann nachher Pause gemacht, habe gesagt, ich mache das morgen weiter und dann wieder versucht, diese Haare so einzudrehen, dass diese Dinger nach hinten zeigen und nicht irgendwie nach vorne oder sich wieder nach vorne drehen und hör mir auf. Also wenn es so kompliziert ist, lass die Haare lieber zu. Jetzt zeige ich euch nochmal die Katie, die habe ich ja mit der Draculaura zusammen gekauft und hier muss ich sagen, ihre Haare habe ich auch schon gewaschen. So und da... Gut, es kann manchmal sein, dass hier Zöpfe aufgehen, ne? Ja, hier ist einer ein bisschen aufgegangen. Aber das ist jetzt halt nach dem Waschen, dass die so glatt sind und weich sind. Ja, man kann auch die Haare färben, man kann auch die färben, muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, was für Mittel man da nimmt. Haarfärbemittel wäre ja Quatsch, weil sie ja keine echten Haare haben. Also irgendwas, um Kunststoff einzufärben. Und ich habe auch einige gesehen, die Gesichter, ich glaube, mit Nagellackentferner wegmachen und dann neue Gesichter malen. Das sollte man, glaube ich, nur machen, wenn man gut zeichnen kann, weil sonst hat man sich die Puppe versaut. Oder wenn man, weiß ich nicht, ach, das habe ich gar nicht gesagt, auf dem Flohmarkt könnte man auch Puppen kaufen. Das wäre jetzt eigentlich Punkt 3 wegen Geld gewesen. Flohmarkt habe ich vergessen. Ja, wenn ihr auf dem Flohmarkt günstige Puppen erworben habt, dann könnt ihr die zum Umstylen benutzen. Ich würde jetzt keine teure umstylen und dann ärgert ihr euch nachher oder weint. Auch Kleidung nähen. Manche nähen ja eigene Kleidung für die Puppen, was ich super cool finde. Ich habe auch eine ganze Zeit lang genäht. Ich habe für meine Kinder genäht. Im Moment habe ich nicht so Lust zu nähen. Ich habe auch keine Nähmaschine mehr, weil die ist kaputt gegangen und ich hatte auch keine Lust, dann wieder eine neue zu kaufen. Aber ich glaube, diese Puppenkleidung kann man bestimmt auch mit der Hand nähen. So, mein nächster Punkt ist Punkt Nummer 5, das Umfeld. Also, ja, was meine ich damit? Das Hobby nicht von anderen versauen eigentlich. Ich habe damals mit den Einhörnern angefangen, weil ich gedacht habe, das ist nicht so komisch wie die Puppen sammeln, weil das ist schon komisch, wenn man als Erwachsener Puppen sammelt. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber Einhörner sammeln ist jetzt, glaube ich, nicht viel anders. Das ist auch vielleicht für andere komisch. Ich muss sagen, mittlerweile bin ich in einem Alter, wo mich das überhaupt nicht interessiert, was die anderen denken. Ich tue damit niemandem weh. Ich mache das gerne für mich und ja, andere haben ja andere Hobbys. Na gut, ich habe auch noch andere Hobbys. Ich zocke auch gerne, aber ich sammle halt gerne Puppen und Miniaturen und das ist halt eben meins. Und mein persönlicher Rat ist, ja, was ich noch sagen möchte, kauft nicht alles. Also ja, es gibt wirklich so viele schöne Puppen, aber einfach überlegen, brauche ich diese Puppe? Muss ich diese ganze Serie haben? Jetzt zum Beispiel von den hier, von den Rainbow High, die Sparkle and Shine, die haben diese speziellen Beine und da muss ich sagen, da finde ich alle Puppen schön. Das sind 4 Stück, die kosten jeweils 25 € und die anderen 3, die hätte ich auch noch gerne. Dann habe ich einmal diese Serie voll, aber ich muss jetzt nicht von Shadow High alle Serien haben oder so und also da hat mir noch gar nicht, also nicht alle so gut gefallen, deswegen habe ich so vereinzelt jetzt ein paar, aber da werden noch einzeln welche zukommen, weil wie gesagt, das kostet ja auch alles Geld, ich kann nicht in einem Monat Puppen für 1000 € kaufen, so, das geht auch nicht und deswegen
ja, sage ich euch das halt eben, wenn es so eine Reihe gibt zum Beispiel nehmen wir jetzt Monster High, die Scary Sweet Birthday Serie, die jetzt rauskommt. Also ich finde zum Beispiel Draculaura richtig schön da und die Frankie, die gefällt mir auch richtig gut. Und ich habe noch keine Frankie-Puppe und ich bin am Überlegen, ob ich mir halt davon die Frankie hole und die Draculaura, weil sie halt einfach mein Liebling ist. Mit Clio werde ich irgendwie nicht warm, komischerweise. Laguna gibt es gar nicht. Und das andere ist diese Kopie, das ist eine ältere Figur oder Puppe, die ist jetzt wieder neu aufgemacht worden. Die gibt es jetzt wieder dann. Und ja, die gefallen mir aber nicht so gut. So, und ich würde mich einfach ärgern, wenn ich mir alle holen würde. Sieht natürlich cool aus, wenn die nebeneinander stehen. Achso, Claudine gibt es auch noch mit diesem Bastelset. Deswegen überlegt immer genau, welche Puppe es sein soll oder welches Sammlerstück das sein soll. Musst du eine ganze Serie haben? Musst du alles davon haben? Gefällt dir das so gut, dass du die jetzt alle haben musst? So, das meinte ich einfach damit, dass man einfach überlegt, ob man wirklich sein Geld für diese Puppe dann ausgeben möchte. So, das ist so ein geheimer Tipp oder persönlicher Tipp von mir, den ich euch gerne mitgeben möchte. Jetzt kommt noch, warum sammle ich Puppen? Also, ich bin darauf gekommen bin, aber wurde mir so ein Monster High Video vorgeschlagen und da hatte die Katie Noir, hatte da einen Auftritt und hat da gesungen. Die hatte da so ein Konzert und die anderen Monster High Charaktere, also Draculaura und so, waren auch da und habe ich gedacht, was ist das denn? Weil ich bin komischerweise irgendwie ohne Monster High so aufgewachsen, also ich habe es nicht geguckt. Ich kannte es zwar, aber ich habe es nie geguckt. Und dann hatte ich das gesehen, habe ich gedacht, die Katie, die sieht ja cool aus. Wenn es die als Puppe geben würde, das wäre ja cool. Naja, und dann habe ich einfach weiter rumgeguckt und so. Und dann sehe ich so, da hat jemand ein Unboxing gemacht, die gibt es ja wirklich als Puppe. Und dann habe ich bei Smith Toys geguckt und dann war sie gerade bei Smith Toys, ich glaube, für 35 Euro. Und da habe ich gedacht, okay, das ist in Ordnung. Und dann habe ich mir die zurücklegen lassen, gefahren und dann haben wir die wieder geholt. Und dann habe ich die Draculaura, die Creepover, die war auch da im Regal. Und die war 2 Euro günstiger als bei Amazon. Ja. Und dann hat das angefangen mit den Puppen. Dann habe ich gedacht, ich sammle nur Draculaura. Ich sammle nur Puppen, die schwarz und pink sind. Pustekuchen. Dann habe ich irgendwann einen Rainbow High gesehen und habe dann gedacht, nee, das ist niemals was für mich. Die haben viel zu große Köpfe. Was sind das für Augen? Naja, da habe ich so ein paar Unboxings gesehen und habe dann auch noch Shadow High gesehen und habe ich gedacht, was ist das denn? Das sieht schon cool aus, ne? So eine, wo man einfach denkt, da wurde die Farbe geklaut und dann hast du daneben so eine, die so pinky ist. Das ist einfach voll cool. Bei den Rainbow High sind auch immer Puppenständer mit bei in der richtigen Farbe. Das finde ich auch mega cool. Und dazu muss ich auch noch sagen, Monster High Puppen gibt es schon seit 2010. Da sind so die ersten rausgekommen. Also jetzt 15 Jahre, falls ihr alle davon sammeln wollt. Ja, viel Spaß, das wird teuer. Und es wird schwierig daran zu kommen. Und dann die Rainbow High sind seit 2020, also erst 5 Jahre. Ist natürlich auch schon ein bisschen was. Also ich habe schon ganze Puppenzimmer gesehen bei YouTube mit Rainbow High. Also es sind ordentlich viele Puppen auch. Also die alle zu bekommen, das wird echt wird krass. Also wenn das noch jemand schafft, der jetzt anfängt zu sammeln, diese Puppen alle zu bekommen, da muss er ordentlich Geld haben. Und dann wollte ich euch noch erzählen, was mir dieses Puppensammeln bringt. Weil manche fragen immer, ja, was bringt dir das? Was bringt dir das, dass du das sammelst? Was bringt dir das, dass du dies sammelst oder so? Oder was bringt dir das, dass du Bitty Pops sammelst? Ich meine, sind die nicht niedlich? Das ist der kopflose Nick. Das ist so süß. Ach, ich mag die einfach. Die haben ihre kleine, süße Verpackung außenrum und ich mag die anfassen. Irgendwie beruhigt mich das, keine Ahnung. Also mich persönlich entspannt das und ich glaube, das ist einfach so das Wichtigste beim Hobby. Dass es dir Spaß bringt und dass es dich irgendwie entspannt oder runterkommen lässt. Auch wenn ich die Unboxings mache und die Filme und so. Ich freue mich da immer wirklich total drauf, die Sachen auszupacken.
euch zu präsentieren, dass ihr euch das besser vorstellen könnt, weil ich finde, Videos ist immer ein bisschen schöner also besser zu sehen als jetzt auf dem Bild einfach nur. Sunny sieht auch in Wirklichkeit viel, viel besser aus als auf dem Bild, was auf der Smith Toys Seite ist. Und deswegen mache ich das halt eben einfach auch, um euch zu zeigen, wie schön die Sachen halt einfach aussehen, was da so mit bei ist. Manchmal sieht man das ja nicht so genau oder man guckt sich die Bilder an und hat was übersehen oder so. Und deswegen zeige ich euch gerne die Details und sowas. Und ich entdecke halt eben auch gerne selber so. Ne, ich meine, ich sehe es halt eben auch nur auf Bildern und dann bestelle ich mir die. Und dann kommt die an und dann packe ich die mit euch aus und dann denke ich, krass, das habe ich vorher gar nicht gesehen und cool und wie detailliert das ist und das teile ich halt eben gerne mit euch, ne? Ja, also das zu dem Thema, warum ich das mache. Also mich entspannt das einfach und irgendwie bereitet es mir Freude, wenn ich meine Sammlung halt so sehe, was ich so habe. Dann zeige ich euch nochmal mein kleines süßes Regal. Einige werden wahrscheinlich sagen, pff, was ist das denn für eine Sammlung? So ein paar Sachen, so alles von allem so ein bisschen. Aber ich bin noch am Anfang, was Puppen angeht. Wie gesagt, die anderen war, so ist der Stand halt im Moment. Und dann, wenn noch mehr Puppen dazukommen und so, kann ich ja Videos machen mit Updates. Und dann könnt ihr sehen, wie die Sammlung so langsam wächst. Das ist nämlich auch so eine Sache. Man sieht von den anderen diese Puppenzimmer und wie viele Puppen die haben und denkt so, krass, wie geil das aussieht und das will ich auch und am liebsten schon gestern. Aber man darf nicht vergessen, wenn die wirklich nur Monster High sammeln. Und Monster High gibt es seit 2010. Und die sammeln seit 2010. Ey, da kommst du nicht hinterher. Oder auch bei Rainbow High, auch wenn es jetzt nur 5 Jahre sind. Das kann man nicht in kürzester Zeit einfach schaffen. Das kommt nach und nach. Wenn dann Geld über ist, wenn man Geschenke bekommt, Gutscheine etc., dann holt man sich immer wieder ein schönes Stück, sage ich mal, und freut sich dann auch darüber. So, ihr Lieben, das ist einmal mein Regal, einmal von unten nach oben und wir gucken uns gleich jedes Fach nochmal einzeln an. So, also hier sind meine Perlsacktiere, ich weiß nicht, ob jemand die kennt, die habe ich auch eine Zeit lang gesammelt, da bin ich auch gerade welche am Verkaufen. Den habe ich schon Ewigkeit, nur 3 Tage, den kleinen Schneemannbär. Dann diesen Bär, den habe ich mal damals von meiner Mutter bekommen, den hat sie mir mal geschenkt, den gab es bei Douglas. Und den werde ich auch für mal aufbewahren. Dann habe ich hier einmal meine Einhörner, von denen ich gesprochen hatte. Ups, da waren meine Finger. Einmal hier das halbe Einhorn, das kleine. Und die 4, die ich gerne behalten wollte. Einmal die Accessoires von den Puppen, die bewahre ich nämlich auf, weil ich die nicht mit ausstelle. Dann ein Regal höher haben wir hier einmal von, ich weiß nicht, ob das einige kennen. Damals gab es dieses Wii U Infinity, da konnte man so eine Figur nehmen, konnte die draufstellen. Die Platte hat das registriert und dann war die Figur im Spiel drin. Und da gab es auch schon Alles steht Kopf. Da gab es den ersten Teil und da musste ich mir natürlich die blaue holen, die Trauer. Die fand ich so süß. Dann sind hier meine Mini-Brands Kawaii, noch nicht alle, aber ich bin schon dabei. Hier sind auch die ganzen Sticker noch und meine Liste, die ist abgehakt, einiges. Ja, und hier den hatte ich ja mal aufgeschnitten, um zu gucken, ob da wirklich die Chips drin sind. Ja, es sind Chips drin. Hier sind meine Bitty Pops, also die sammle ich nämlich auch noch. Von den Prinzessinnen habe ich wirklich die ganze Sammlung voll, weil ich die alle niedlich fand. Und ja, von Avatar habe ich ein paar. Und halt von Toy Story habe ich noch ein paar. Dann gucken wir uns hier einmal meine Puppen an. Also ich habe 5 Stück im Moment von Monster High, weil, wie gesagt, ich wähle halt genau aus, welche ich haben möchte. Ihn fand ich halt sehr schön. Mir hat komischerweise Wednesday nicht so zugesagt und naja, weiß ich auch nicht warum. Vielleicht die nächste Reihe. Ja, Claudine, die fand ich halt eben aus der Festivalreihe richtig cool. Katie Noir war halt die erste Puppe, die ich hatte und ich finde sie halt immer noch total süß und sie sieht auch richtig niedlich aus. Und Draculaura habe ich mit ihr zusammen gekauft. Ja, die fand ich auch total niedlich, als ich sie gesehen habe. Und Twyla, die finde ich auch voll cool. Und ja, ein bisschen Platz ist noch, also mal gucken. Bald kommen ja noch ein paar Monster High Puppen, mal sehen, welche da noch mit einziehen. Aber ich habe schon die Scary Sweet Birthday, da finde ich die Frankie und die Draculaura eigentlich ganz gut. Ich denke mal, davon wird wohl eine einziehen.
Dann sind hier oben die Rainbow Highs. Davon habe ich 4 bzw. 5. Eine ist noch im Karton, die 6. ist noch unterwegs aus Amerika. Einmal Luna und Sunny, dann die Pinky James und die Clementine. So, wenn umso mehr das werden, umso schwieriger wird es wahrscheinlich später mit den Namen. Ne? Dahinter ist auch noch Platz. Also ich habe sie jetzt sehr weit nach vorne gestellt. Und ja, wie gesagt, das Regal, das verlinke ich auch noch. Das hat 29 € gekostet und ich finde das richtig schön groß. Da passt ordentlich was rein. Und ja, hier oben sind einmal noch mal 2 echte Pflanzen und in der Mitte meine Lego-Orchidee. So Leute, das war mein kleines süßes Regal. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich wollte heute mal was anderes machen, außer immer Unboxing. Und mal ein paar Tipps geben zum Sammeln und warum ich sammle und vielleicht könnt ihr mit ein paar Tipps was anfangen. Ich würde mich auch super freuen, wenn Leute, die schon länger sammeln und sich das Video angucken, vielleicht noch Tipps unten in die Kommentare reinschreiben. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr das Video liked. Ihr wisst, das pusht den Algorithmus, umso mehr Leute sehen dann das Video. Und umso mehr können vielleicht von diesen Tipps profitieren. Danke auf jeden Fall, dass du bis hierhin geschaut hast. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich versuche wieder nächsten Freitag um 17 Uhr das nächste Video hochzuladen. Wenn nichts dazwischen kommt, sollte das sogar funktionieren. Und wir sehen uns dann. Tschüss!